Baujahr 1965, ein saurer Diesel. Was ich schon gelernt habe, das ist ein echtes Schweizer Fabrikat. Es wurde irgendwann mal geschluckt, das hat mir einer erzählt, von einem bösen deutschen Konzern. Aber wer sich noch schimpft, einen echten Saurer zu besitzen, der kann auch mal in einer Stadt im Halteverbot stehen und selbst die Polizei hat staunende Augen. Ich grüße dich, Fredi. Grüß dich. Darf ich mal dein Bier zeigen, was du hast? Selbstverständlich. Ja, das ist ferndicht, oder? Richtig. Das sieht aus, hättest du es selber gebraut. Nein, das ist der Chef meiner Frau, hat eine kleine Brauerei, der solche Biere braut. Auch neu gibt es auch einen Whisky. Echt? Und so weiter. Ja. Cool, und das ist nochmal, das ist das Gleiche, oder? Das ist das Gleiche. Ja. Was ist das für ein Bier jetzt, was da drin ist? Ein Fernlicht. Das ist ich denke mal, ein normales Lager. Ein helles. Ein helles, ja. Ein helles. Und du hast was? Dreiklang Bräu. Genau, Dreiklang Bräu, das ist das Gaspedal. Das ist ein naturtrübes Bier. Sehr schön. Also ich versuche ja immer so die Leute so ein bisschen darzustellen. Du musstest schon Zeit deines Lebens mitfahren, oder? Ja. Ich zeig dich mal gerade, du stehst nämlich immer so kurz am Abgrund mit deinen Adiletten, die du da hast, ja. Aber du bist noch nie hier rausgefallen, oder? Wahrscheinlich schon irgendwann mal. Aber das sagen wir nicht. So, ich zeig mal gerade das Auto, das ist ja der Hammer. Wo hast du den denn her oder hast du den Zeit deines Lebens schon? Nein, den haben wir seit 86 auf dem Abbruch geholt. Auf was? Aus dem Abbruch, aus dem Schrotthandel. Schrott? Aus dem Schrott, der stand auf dem Schrottplatz. Der war eigentlich arg zugerichtet mit so kopfgroßen Löchern in der Karosserie, mit Seitenscheiben, die zerschlagen und fehlten. Und meine Frau und ich haben den in 7 Jahren selbst wieder hergerichtet, von mechanischen über die Lackierung bis zum Innenausbau. Sind mittlerweile seit 1993 wieder jedes Jahr eigentlich unterwegs. Saurer, vielleicht 1, 2 Takte. Ich nehme an, die bauen seit 2000 Jahren Autos, oder? Ja, ungefähr. Seit 1900 rund der erste. Und Direkteinspritzung seit ca. 32 Grössenordnung, ich weiß es nicht so genau. Ist ein 6-Zylinder mit 8,72 Liter Hubraum mit sogenanntem Nova-Starter. Das ist ein Druckluftstarter. Ein Druckluftstarter? Richtig, der hat 40 Bar Betriebsdruck auf dem System und wird mit Luft gestartet. Wie ein Schiff eigentlich. Ich kenne das nur aus dem Flugzeug. Also ja. Dort gibt es Starterpatronen früher, oder? Nein, der hat 2 Luftkessel, die mit dem eigenen 2-Stufen-Kompressor mit 40 Bar geladen wird. Das ist ja unglaublich, auf was für Ideen die Leute kommen, oder? Ja, das ist so. Saurer war eigentlich und je, ich sag mal, aus meiner Sicht führend in der Technik aus damaliger Zeit, bis sie halt zum Tode verurteilt wurden. Ja, jetzt mal eine Frage. Der ist ja gebaut für Schweizer Straßen. Es ist ja auch ein Schweizer Fahrzeug. Man sieht das sehr gut, der Radstand. Ich glaube, gut, das ist jetzt ein Langhauber, aber guck mal, wie weit vorne das ist. Das heißt, du fährst den wie ein PKW, oder wie? Ja, was heißt da wie ein PKW? Ja, grundsätzlich fährt sich es auch wie ein PKW. Nein, das ist richtig. Er ist für die Bergpost konzipiert gewesen. Der lief in Davos, in der Region Davos. Ja, täglich. Von morgens früh bis abends spät. Und das wahrscheinlich jahrzehntelang, oder? Nein, das ist so ein bisschen lustig. Der hat eigentlich ein relativ kurzes Dasein als Postbus gehabt, was bei der Schweizer Reisepost an und für sich nicht normal ist. Der lief bloß etwa 22 Jahre. 22 Jahre. Was stark ist, er sieht hinten aus, es gibt so rote Triebwagen von der Deutschen Bahn AG, die so, also wenn man das jetzt so hinten sehen würde, könnte man fast meinen, es wäre so ein Bahntriebwagen, oder? Ja, ist halt aerodynamisch geformt auch und ja, ist halt... Das ist Wahnsinn, das Teil, oder? Aerodynamisch halt aus damaliger Zeit sicher führend. Ist das Stahl, oder der Aufbau? Nein, das ist das Torpedo mit den Kotflügeln ist aus Stahl. Hat einen Leiterrahmen mit Stahlgerippe und Aluminium verblecht. Damals schon? Ja.
Okay, das heißt also, der hat vielleicht ein bisschen Alufraß dann, oder? Nein, der sollte kein Alufraß mehr haben. Da sind sämtliche Bleche ersetzt und wieder, ja eben seit bald 30 Jahren wieder. Ja, stark. Auch die Fenster sehen aus wie in einem Zugabteil. Das ist so, ja. Das ist so. Die sind Kippflügel, die man oben öffnen kann. So, dann hast du ein Panorama-Sichtfenster, was glaube ich in der Schweiz ganz wichtig ist, denn es gibt immer viel zu sehen aus so Touren, oder? Das ist so. In den Bergen ist das natürlich höllisch, wenn man da die ganze Welt anschauen kann, währenddem dass man hinten sitzt und irgendwo hinfährt. Es war damals schon sehr schön. So, jetzt heißt das aber hier, diese Scheibe war ja damals ein Kunstwerk, als sie gebaut wurde. Ja? Jetzt ist die leider, hat einen kleinen Riss. Richtig. Das heißt, die muss ersetzt werden. Das ist Handarbeit dann, oder? Richtig. Das Problem ist, dass die Firma da nicht mehr existiert und man kaum nicht mehr wer findet, der sowas herstellt. Ich hätte jetzt noch den Vorteil, dass ich die alte Scheibe als Lehre, als Form Als Layout dann, ja. genau anbieten könnte, aber das ist im Moment einfach so ein bisschen zu teuer. So, das heißt, du wartest mal jemand, also wenn das jemand sieht, der sowas kann, ja, ich käme sogar vorbei und würde berichten, wie der dir die Scheiben machen würde. Kleines Werbevideo, denn das muss repariert werden irgendwann mal, oder? Das sollte repariert werden. Ja, es ist dicht, ich habe es provisorisch repariert und Hast du gut gemacht. ist seit 30 Jahren bald dicht. So, und du warst überall mit dem Teil. Ja, überall nicht, aber ich war schon so ein bisschen unterwegs, ja. Du warst sogar in Mannheim. Ja, natürlich, am Setra-Treffen. Und ja, so Mitteleuropa sind wir schon durchquert und eben so Schottland, das war so die längste Tour. Norwegen, Schweden, ja. Toll. Sardinien. Steht ja jetzt, glaube ich, in Flammen. Hast du gehört, das ist schlimm, oder? Ja, das ist tragisch. Wir hatten ja so ein bisschen Unwetter, aber das ist nichts gegen das, was an anderen Orten, auch bei euch in Deutschland, passiert ist. Und wir Ganze wollten- Campingplätze weggeschwemmt. Ja, ganze Straßenzüge weggeschwemmt. Das ist schon tragisch, ja. Ja, aber ihr habt ja auch, ich meine, es gibt irgendwo immer mal wieder ein Unwetter und in den Bergen, man ist ja in den Bergen. Du bist aus welchem Ort bist du hier in der Schweiz? Ich bin aus Horgen am Zürichsee. Das ist da, wo die Fähre hin und her fährt. Ja, und da haben wir eigentlich nicht sehr schlimme Unwetter eigentlich. So, das Wohnbustreffen immer an einem anderen Ort. Der Ort ist schön hier, Interlaken. Das ist sehr ein schöner Ort. Das Treffen ist immer an einem anderen Ort, wird auch immer von anderen Leuten organisiert. Das ist auf freiwilliger Basis, das seit 40 Jahren besteht. Und ich darf sagen, ich war lückenlos dabei, nicht immer mit dem eigenen Fahrzeug. Also mit dem Vater unterwegs. Ich habe gestern auch jemanden interviewt, der hat ein blaues Auto. Der war auch lückenlos dabei, sagt er. Du weißt, wer es ist? Könnte sein, nein, im Moment weiß ich nicht. Der steht da vorne. Da, warte mal. Da, ich habe jetzt den Vornamen vergessen. Na, wir schauen uns den später mal an. Da vorne steht er. Er war auf jeden Fall, er war schon da gestern. Das Hat seinen Sohn dabei, die beiden Söhne, die haben jetzt auch ein eigenes Fahrzeug. Und er ist seit 30, 40 Jahren dabei. Aber da kommen wir gleich mal zu. Mal schauen. Das Coole ist, du hast nicht nur ein cooles Auto, du hast ein cooles Moped. Ja, das ist so. Das ist auch aus den 70er Jahren. Und im normalen Fall haben wir 2 dabei. Dann meine Frau und ich miteinander irgendwelche Touren drehen können. Ja, und auch dieses Moped läuft und läuft und läuft. Sag mal, hier das Schild, das ist nicht so wie in Deutschland, dass es jedes Jahr eine neue Farbe kriegt, sondern du änderst nur den Button oder den Aufkleber. Genau, das ist so. Wir kriegen nur eine Vignette jedes Jahr und die wird aufgeklebt und somit hat sich's. Ich liebe deine Satteltaschen, Ja. weil die hast du zugemacht mit Kabelbindern, die aber auch schon ein bisschen älter sind. Du improvisierst sehr viel, aber das sind so kleine Details wie das Moped hier, die machen es, oder? Das hat noch einen anderen Grund. Ich habe mehrere Mopeds und mit dem Kabelbinder ist es einfach schnell montiert. Achso, du kannst sie umhängen. Genau. Ah, Schnellwechselverschluss. Was ist denn da drunter? Hier. Da sind Stangen drin für die Markise und für Windschutzwand und. Da sind Ja. Heringe drin, Heringe. um das Ganze abzuspannen. So, jetzt hast du hier vorne Wimpel dran, du hast das abgespannt. Ist das jetzt historisch, das Fahrzeug? Oder darf man das nicht in der Schweiz? Das
das wird in der Schweiz nicht akzeptiert. Sobald es eine technische Veränderung gibt, also als Wohnmobil umzubauen, ist schon tabu. Nur schon die Farbe ist tabu in der Schweiz. In gewissen Kantonen, nicht überall. So, und das war mal ein Postbus, oder? Das war ein Postbus, ja. So, und die Postbusse hatten früher rote Farbe. Ich habe ja gelernt, nee. Die Postbusse hatten gelbe Farbe wie der kleine oder die zwei kleinen da drüben. Das ist die Originalfarbe. Die da hinten, die gelben. Genau, das ist so. Oh, das Rot ist aber auch schön. Ist auch schön. Das hat auch wieder einen Grund. Mein Vater hat einen kleinen Einmann-Kipperbetrieb und sein LKW, es war ein Saurer, Jahrgang 48, der war rot und schwarz. Und sein Wohnmobil war rot mit Creme und ich habe dann die Hausfarbe gewählt. So, der Rampenwinkel ist ja der Hammer, oder? Der geht nach hinten hoch. Ja, das ist so. Das ist so. Also wir haben sämtliche Fährverbindungen geschafft, auch in Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien, in Norwegen. Und das kann nicht jeder sagen, oder? Denke ich nicht. So, jetzt hast du hier ganz, ganz viele Treffen. Das ist ja so ein Hobby. Ihr seid ja auf vielen Wohnmobiltreffen dann. Nein, eigentlich sind wir ausschließlich an unserem hier in der Schweiz. Ansonsten bin ich nicht so unbedingt der Treffenmensch. Okay, aber hier, das muss sein. Das muss sein. Das muss sein. So, hier Blinker und so, das gibt's noch, oder? Nein, das gibt es schon lange nicht mehr. Wer hat, der hat. Okay, das heißt, du hast noch ein paar Teile? Ja, ich habe noch ein paar Teile, ja. Ich habe LKWs und Busse zerlegt, um Teile zu machen. Und von denen lebe ich heute. Wenn was kaputt geht, gehe ich in die Scheune rüber und schaue mal, was rumliegt. Und dann wird demontiert und revidiert und eingebaut. Die Felge alleine schon ein Hingucker. Guck mal. Ja, das ist halt GF, Schweizer Produkt, dreigeteilte Felgen. Sehr einfach zu montieren. Achso, du kannst sie auseinandernehmen. Ja, das ist, wenn ich einen Plattfuß habe, dann ist, ich würde mal sagen, so in einer Stunde wird weitergefahren. Reifen demontiert, Rad weggenommen, Reifen demontiert, Felge zerlegt, Schlauch repariert, gepflegt. Den Schlauch drin, gell? Ja, den Schlauch drin, wieder montiert und angeschraubt. Ja. So, dann der Motor. Wenn du mal gerade so lieb bist, da mal aufmachst, ich würde mal gerne vorne reinschauen, wenn das geht. Also wenn es nicht geht, dann... Weil das sieht so aus, so ein bisschen wie die Fahrzeuge von Dagobert und Donald Duck. So ein kleines bisschen. Verschlammtes Öl wechseln steht drauf. Ja, das ist so. Das ist ein Ölbadluftfilter und wenn das Öl verschlammt ist, muss der gereinigt werden. So, dann hast du ganz viele Dinge. Es sieht aus wie bei einer Diesellok. Ja, ähnlich. Es ist eigentlich auch eine Lok. Es ist Maschinenbau. Es ist nicht ein Auto. Das ist eine Lok. Nova Werke, Zürich, Schweiz. Genau. Die haben das gebaut? Genau. Die haben den Kompressor und die Startanlage gebaut. Was die Firma Saurer dann eingebaut hat. Toller Motor. Hubraum von dem? Sieht gar nicht so groß aus. 8,72 Liter. Das ist doch ordentlich. Und die Leistung 100 PS? 125 PS. Ah. So, dann die Haube hier drauf. Der Langhauber, was hat der für Vorteile? Ja, drehmomentfreudig. Den kannst du mit Leerlaufdrehzahl bewegen. Der knurrt ein bisschen und dann geht es weiter. Das ist halt Bohrung 125 und Hub 140. Das ist ein typischer Langhuber. Das ist ein Schiffsdiesel. Schiffsdiesel. Zu vergleichen mit dem Schiffsdiesel. So, auch hier alles, das ist ja für die Ewigkeit gebaut. Aber als der dann da war und der hatte die Löcher und der war kaputt mit allem drum und dran, hast du dir vorstellen können, dass er mal so wird? Oder war das eine große Herausforderung? Ja, es war zum Teil schon eine Herausforderung. Wir hatten angefangen auf dem Kiesplatz, ohne Dach, ohne nichts. Und ja, in halt mühsamer Kleinstarbeit und stundenweise. Und darum ging es ja auch 7 Jahre. 7 Jahre. So, jetzt sieht man hier vorne ganz tolles Detail. Die Lampe allein, das ist ja schon ein Hammer, oder? Ja, wobei die Lichtausbeute ist nicht unbedingt der Hammer. LED-Technik, oder? Nein, leider nein. Leider nein. So, das Fahrzeug fährt mit 24 Volt, oder? Richtig, ja, hat eine 24 Volt Anlage für den Betrieb des Fahrzeuges. So, hier vorne, da hat es ja noch Sachen, du kannst abgeschleppt werden oder du schleppst ab, oder? Ja, ich schleppe lieber ab, aber ja, ich kann abgeschleppt werden, musste aber noch nie Gebrauch machen, zum Glück.
Guck mal hier vorne, das Teil in der Mitte, da ist so ein Teil in der Mitte eingeschlossen. Was ist denn das? Das ist eigentlich die Kühlwassertemperatur, die wie ein Fiebermesser funktioniert und vom Führerhaus, vom Lenkrad her besichtigt oder gesichtet werden kann. Ach, du kannst die Kühlwassertemperatur, wenn es rot wird, ist schlecht. Genau, ist schlecht, ja. Boah, ey, ich hoffe, ich stelle nicht zu viele dumme Fragen, ja, weil der... Es gibt keine dummen Fragen, es gibt bloß dumme Antworten. So, dann obendrauf hat es eine Antenne. Die ist wahrscheinlich neuzeitlich, oder? Ja, die ist aus den, ja, ich sag mal 80ern. Nein, das ist halt, ohne Radio ist es langweilig. Okay, verstanden. So, was gibt es sonst noch hier vorne zu sehen? Nicht mehr so viel, oder? Motor drin, Diesel, nehme ich an. Ja. So, der hat Glühkerzen zum Zünden? Nein, die Firma Saurer baut seit den 30er Jahren keine Vorglühmotoren mehr. Darum sage ich, die waren führend in der Technik. Die hat Direkteinspritzung seit ca. der 234, ich weiß es nicht ganz genau. Weil es wird ja auch relativ kalt in der Schweiz, immer noch, oder? Und dann soll der Motor ja anspringen. Der springt auch an, das ist kein Problem. So, jetzt kommen wir mal die Aufbautür. Guck mal hier, das ist doch eigentlich ein Zug hier, oder? Das ist doch kein Auto. Ja, ist halt massivst, ja. Für die Ewigkeit gebaut. So, was sind das für Momente, wenn du damit unterwegs bist? Also ich nehme an, das macht doch große Freude, sowas zu halten, oder? Ja, vor allem macht es immer wieder Freude und es ist nicht so, dass man mit diesem Fahrzeug Angst haben müsste, man käme nicht ans Ziel, sondern es ist wirklich sehr zuverlässig und läuft. So, das war ein Postauto, deswegen ist das Lenkrad auf der rechten Seite, oder? Ja, die Haltestellen anfahren und dann Tür öffnen, Sitz drehen. Hier war ursprünglich mal die Bordkasse für die Billette eingebaut. Und dann verkauften sie die Billette und dann stiegen die Leute ein und gingen nach hinten und nahmen Platz. Die stiegen dann hier durch. Und Sitzplätze, wie viele waren drin? 32. 32. Und das hier kann man bedienen? Ja, muss. Weil das geht nicht von oben nach unten, sondern du drückst von hinten, oder wie läuft das? Ja, das ist eigentlich in diese Richtung, wie die Achse hier läuft. Okay, geht also. Ja. Da ist jetzt der wievielte Belag drauf? Ja, das weiß ich nicht, aber ich habe seit ich dieses Fahrzeug besitze, noch nie gewechselt. So, das hier ist die Handbremse? Jawohl, richtig. Ist das ein Hammer? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich darf mal kurz rein? Ja, was ist das da, ein Ölkännchen, oder? Ja, das ist ein Ölkännchen, um Bremsgestänge oder was auch immer zu schmieren, wenn es sein soll. Was man halt so braucht. So, der Sitz ist höhenverstellbar, wie ich sehe. Ja, hydraulisch. Hydraulisch? Ja. Der hat auf der anderen Seite, man sieht es jetzt nicht, hat der so Jetzt sieht man den Stempel. ein Hebel, wenn man nach hoch zieht, geht der runter. Wie beim Friseur, genau. Wie beim Friseur. So, das Ganze ist auch aus Stahl gebaut. Das heißt also, das Auto, wenn das mal kaputt geht, der Sitz bleibt erhalten. Ja, das ist ziemlich sicher, ja. Saurer. Sie haben sich lange genug durchgewärmt, die Luft genügend verpestet, gesoffen. Und nun fangen Sie an, lästig zu werden. Sie werden so höflich gebeten, unauffällig und ohne jede dreckige Bemerkung diesen Raum sofort zu verlassen. Du bist ein lustiger Typ, oder? Ja, man sagt es, ja. So, Scheibenwischer, elektrisch? Mit Luft? Mit Luft. Stufenlos in der Geschwindigkeit verstellbar. Stufenlos? Stufenlos. Das gibt's ja heute nicht mehr, oder? Nein. Nein, sagt er. Hier unten die Kurbel, was kann die? Das ist die Kühlerjalousie. Wenn das Fahrzeug im Winter betrieben wird, kann man vor dem Kühler ein Kunstleder hochziehen mit dieser Kurbel, damit der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt. So, dann hat er hier eine Motorbremse. Richtig, Staudruckbremse, System Saurer. Warte, ich gehe mal gerade mal hoch, dass man das mal sieht. Da vorne ist sie. Auch diese ist mehr oder weniger stufenlos verstellbar. Das ist nicht mit dem Magnetventil oder irgend so mit Luft, sondern das ist rein mechanisch, wird das mit. Und das langt, die Staudruckbremse? Die ist besser wie bei jedem Mercedes. So, das Lenkrad, der hat Servolenkung? Nein, hat er nicht. Der hat Oberarm-Servo. Okay, deswegen auch die großen Reifen, damit es gut geht? Ja, und ein relativ großes Lenkrad halt. Ich zeig mal gerade, das Lenkrad ist so groß wie eine XL-Pizza für eine ganze Footballmannschaft. Ja, ungefähr, ja.
So, ich darf mal rein. So, warte mal kurz, dann gehe ich mal rein. Okay, das heißt, du drehst den Sitz und dann in dem Moment hast du Platz zum Reingehen. Genau. Und der Fahrer, der ist dann entsprechend ausgestiegen dann, oder wie? Nein, der drehte sich so hin und öffnete die Kasse, verkaufte die Billette und dann gingen die Leute nach hinten. Die kannten noch keinen Corona-Abstand. So, dann hast du überall hier oben diese Sichtschutze, die waren aber noch nicht drin damals, oder? Nein, das war so halt, das brannte dir da auf den Schädel runter mit der oberverglasten Scheibe. Da musste mal sowas irgendetwas bisschen improvisiert werden. So, das ist ja echt gebaut für die Ewigkeit hier. Die Uhr von Zenit. Das ist stark. Der Nova Starter. Das ist das Ding mit der Druckluft, oder? Genau, das sind die 40 Bar Reservendruck, die da abgelesen werden können. So, alles ist handbeschriftet hier, Druckluftbremse. Dann die Schalter. Das sind Originalschalter? Das ist original, ja. So, das heißt, selbst wenn jemand das Auto klauen würde, er könnte es gar nicht fahren, oder? Ja, er könnte es erstens nicht mal starten, denn da muss man wissen, wo die Ventile und der Starterhebel ist. Und spätestens, ich denke, so beim ersten Gang, den er wechseln würde, würde er wieder stehen. So, Maximalbelastung 42 Personen. Es gab auch Stehplätze hier, oder? Ja, richtig, gab auch Stehplätze. So, jetzt ist das Ganze hier. Wow! Ich war ja noch gar nicht hier drin. Ein richtig tolles Wohnmobil. Ja, seit 30 Jahren. Also anfänglich, als wir das Fahrzeug noch umgebaut hatten, gab es da auch noch nicht so moderne Technik für den Ausbau. Darum so ein bisschen rustikal mit Holz getäfelt. Aber und so. ist total zeitlos, oder? Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie so in so einer Skihütte. Ja, das ist so ein bisschen Jolly-mäßig, ja. Da vorne die Schlüssel. Ist ja der Hammer, der Schlüsselhalter hier. Ja, irgendwo, es ist im Bereich des Eingangs. Man kann sie nehmen und sich bewegen mit dem Schlüssel. Das hatte früher Oma, meine Oma, die hatte das. So ein Schlüsselbrett. Ein Schlüsselbrett, ja. Dann oben hast du Schränke gebaut. Du hast den selber gebaut? Ja, wir haben am Innenausbau hat uns ein Kameraden geholfen, der Zimmermann gelernt hatte. Ansonsten haben wir den eigentlich selbst ausgebaut, ja. So, was auffällt, ist diese unglaublich große Sitzgruppe, die da ist, wo man sich also mit bis zu 8 Personen, oder? Ja, ich würde mal sagen 6 Personen bequem, ja. So für ein Bier reicht es mit 8, ja. So, du hast einen neuen Kühlschrank hast du eingebaut, du hast einen richtigen Herd, wo man auch Brot backen kann, oder? Natürlich, meine Frau, die backt sehr viel. Brot, Zopf, Kuchen, keine Ahnung was. Und darum ist auch die Küche sehr groß. Meine Frau kocht sehr viel und sehr gut. Ja, das sieht man. Ja. Nein, weil du aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Aber das Coole ist, das Bedienteil von dem Kühlschrank hast du umgebaut, damit du da oben gucken kannst. Richtig, der Kühlschrank gab nach 20 Jahren der Geist auf und hatten da einen neuen einkaufen müssen, der natürlich in der Höhe nicht mehr passte. Dann hat man den zerlegt und umgebaut und das Bedienteil halt hochgenommen. Ja. So, ich darf mal fragen, was es heute Abend zu essen gibt? Das ist noch nicht ganz geklärt, aber wir denken an Rösti. Ich habe da Kartoffeln gekocht und dann wäre Rösti mit Spiegelei, Käse und einem feinen Bratspeck dazu. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ja, dann kommst du zum Abendessen. Muss mal schauen. Sag mal, darf ich da mal reingucken in euren Kühlschrank? Das darfst du, aber es kann sein, dass dir etwas entgegenkommt, weil er ist frisch geladen. Er ist voll. Etwas voll. So, das heißt, ihr wart in den Mikros oder wo seid ihr mal? Nein, zu Hause der Kühlschrank geleert und alles hier hineingestopft, gelegt. So, das heißt, ihr habt Bier ist wichtig, Eier habt ihr, Oliven gerne? Ja, natürlich. Ja, ich habe ja keine Ahnung, was die Schweizer so essen, weil ich höre immer nur Rösti, Käsefondue. Ist das so, dass es das oft gibt bei euch, Käsefondue? Ja, also sicher zweimal im Winter, das schon, aber dann nicht das herkömmliche, sondern dann etwas Spezielleres. Das Tomatenfondue ist meine Spezialität. Ja, natürlich, ja, Gemüse, Früchte gehört dazu, aber... Ist das echt, das Obst? Oder? Natürlich. Das ist echt, okay. Weil es sieht so perfekt aus, wie für Dreharbeiten. Man kann es essen. Mach mal. Ja, ich glaub's ja. Jetzt glaube ich's.
Toll, also du hast eine riesen Küche. Warte mal, Natürlich. ich gehe mal gerade einen Schritt rein, Ja. dass ich das mal zeige. Wenn du dich mal kurz davor stellst. Ist das so, dass dein Mann meistens kocht oder du? Natürlich ich, Okay. wenn ich zu Hause bin. So, jetzt ist hier ein Lüftergeräusch. Was ist das für ein Lüfter? Das ist der Lüfter vom Kühlschrank. Kann ich mal kurz ausmachen, damit wir uns besser verstehen. Weil wir haben ja beim Ausbau vom Bus haben wir darauf geschaut, dass die Scheiben offen bleiben. Ja. Und dadurch haben wir die ideale Entlüftung, Kühlung vom Kühlschrank nicht gewährleisten können. Und darum haben wir einen Ventilator installiert, dass wenn das Kühlelement zu warm wird, ventiliert dieser Ventilator die Wärme vom Kühlschrank hier hoch. Sehr schön, habt ihr gut gemacht. So, wer ist Onkel Paul? Das ist mein Onkel. Der hat gerne gekocht und der hat für seine Frau eine Würzmischung kreiert. Und ich habe dann irgendwann mal dieses Rezept erhalten und seitdem ist das Onkel Pauls Gewürz einfach nicht mehr wegzudenken. Okay, das ist jetzt ein Geheimnis, was da drin ist, oder? Natürlich. Okay, schade. Sonst hätte man das mal ins Internet schreiben können. Ihr habt eine Klimaanlage? Natürlich. So, da ist die Fernbedienung. Nee, habt ihr nicht. Nee. Was war das? Also das ist ein Thermometer. Das ist ein Thermometer, damit ich weiß, welche Temperaturen momentan im Kühlschrank herrschen. Das ist ja wichtig, oder? Wir haben hier einen kabellosen Sender, damit wir wissen, wie warm der Kühlschrank ist. Genau. So, der hat jetzt wie viel Grad, hat er? Im Moment der Kühlschrank 14,7, das stimmt aber wahrscheinlich nicht genau. Und die Innentemperatur ist sicher auch höher. Aber wir haben hier noch ein analoges Thermometer. Ja, zeig mal, das sind 29 Ja, doch, Grad. stimmt ungefähr. Hä? 29 also man Grad. kann sich auf die Technik verlassen. Toll, also die Gardinen, die waren schon drin hier damals in dem Bus, die Gardinen? Also, oder die entsprechende Vorrichtung? Nee. Nein, natürlich nicht, weil der Wagen stand ja auf dem Schrott und wir haben dann alles selber hergestellt. Die Chromstahlstangen haben wir dann einfach montiert und dann die Vorhänge eingehängt. Es klingt so, als hättest du ordentlich mitgebaut, oder? Ja, ziemlich ja. 7 Jahre. 7 Jahre, das heißt am Anfang, gab es mal so eine Zeit, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr? Oder ich habe keine Lust mehr? Das gab es immer wieder, aber da haben wir uns gegenseitig wieder motiviert und haben vielleicht mal 1-2 Monate nichts gemacht und dann ging es wieder los. Und sobald es ans Zusammensetzen, ans Montieren ging, da ist man wieder motiviert, weil dann geht was, dann sieht man Fortschritte. So, hier eine ganz große Werkzeugkiste, oder? Ja, natürlich, willst du mal reinschauen? Ja, Das bitte. ist kein Mercedes, das ist keine Werkzeuge. Ist das geil, ich habe schon vermutet. Da ist nämlich der Nachschub drin. Der kann nämlich nicht einen normalen Kühlschrank, weil bei 15 Grad, da macht es keinen Spaß. Und das ist ein Kompressorkühler, oder? Das ist so. Aber der Grund, warum wir dieses Jahr mitgenommen haben, ist das 40-jährige Jubiläum. Ja. Und wir wollten wirklich ein gutes Bier mitbringen, um unseren Freunden dieses anbieten zu können. Sehr schön. Ja, dann mach noch mal schnell zu, damit es nicht warm wird. Das ist aber auch schon ein Hingucker. Die Box hier, die sieht so aus, als wäre es aus den 70ern, oder? Das ist so, ja genau. Nemo. Das ist ein Schweizer, ja. Nein, so viel ich weiß nicht, aber ich bin mir da nicht sicher. Steht drauf Schlatt, Switzerland. Dann ist es ein Schweizer, ja. Ja, ich kann ja nur lesen. Mehr kann ich ja nicht. Ja, das ist ja der... Also reden kannst du auch gut. Ja, das stimmt. Hat meine Oma früher schon gesagt, ich soll mal die Klappe halten, als die Cousine mal zu Gast war in der Küche. Ich habe immer geredet, ja. Sag mal, hier die Stube ist schon riesig. Das ist auch ein Bett, oder? Ja, natürlich. Man hat manchmal auch Gäste und die möchten dann auch hier schlafen. Und jetzt, wenn die Kinder mal mitkommen, also Kinder, ja, die großen Kinder, die schlafen heute in der Stube. So, in der Stube, die bauen das dann abends, oder? Ja, aber das ist ganz... Darf ich da mal reingucken, hier oben? Was wir da so... Das ist alles Massivholz. Natürlich. Ach, das hat auch hier... Das ist ja genial, das hält von alleine. Natürlich, man muss ja die Sachen rausnehmen können und wieder versorgen können. Und auch noch wichtig zu sagen, wir stehen auf richtiges Steingutmaterial, also kein Campinggeschirr, weil wir haben ja ein wenig Stil. Ja. Und hier wird natürlich auch Kaffee getrunken. Ja, natürlich. Ihr habt eine Kaffeemaschine? Eine Kaffeemaschine. Eine gute Nespresso, wie sich das in der Schweiz gehört. Ja, ich habe mich da schon etwas durchjingen müssen, weil mein Mann,
der hatte lieber den Filterkaffee. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich möchte endlich wieder guten Kaffee in den Ferien, im Urlaub. Das stimmt so nicht ganz. Was ist denn richtig? Nein, nicht richtig. Es ist nur meine Version. Ich habe gesagt, im Urlaub habe ich Zeit, um Kaffee zu kochen. Da muss ich nicht wie zu Hause auf den Knopf drücken und schon weg sein. Das ist so. Und ja, über die Kaffeequalität ist logisch, das ist sicher besser. Aber ja, jetzt habe ich halt einen Inverter eingebaut und jetzt haben wir halt eine Kaffeemaschine hier. Also Okay. ich habe den Inverter gekauft und er musste ihn dann mühselig einbauen. Anklemmen. So, und das heißt, die Batterieleistung ist ordentlich hier drin. Ja, da sind 2 schwere Lastwagenbatterien drin und Solarpanel auf dem Dach. Da sollte nicht groß was passieren. Wir haben im Moment So. 28,6 Volt Ja. und wird mit 5,6 Ampere geladen über die Solaranlage. 5,6. So, das ist euer stilles Örtchen. Ja, das ist... Oder ist das der Kleiderschrank von der Frau? Nein. Es sieht so ein bisschen Beides. aus wie eine Sauna. Also es könnte auch eine Sauna drin sein. Großer Spiegel, ganz wichtig. Natürlich. So, ich habe nämlich eben deine schon gesehen. Die hat sich schick gemacht, deine Tochter, als sie rausgegangen ist. Da hast du die Bürsten und so weiter, alles drin. Genau. Ja, das ist so, weil unser Spiegelschrank nicht so groß ist. Beim Fahren geht da manchmal die Schublade auf. Sag mal, ist das da so ein Badezimmerschrank, wie man den früher gehabt hat? Nein, das ist ein Sanitätsschrank. Ah, okay, für so- ursprünglich, ja genau. für Aber den Medikamente. haben wir recycelt und hier im Wohnmobil eingebaut. Und rechts ist die Toilette. Porta Potty. Genau, und links haben wir dann die Dusche und Garderobe. Wenn wir duschen wollen, ist die Dusche portabel, die ist mobil. Wird die Garderobe umgesiedelt. Mhm. Marke Eigenbau, aushängen, am nächsten Bügel einhängen, erledigt. Ja, Dusche, die hat auch richtige... Ihr duscht aber nicht oft hier drin, oder? Oder doch? Ich eigentlich immer. Ich gehe nicht gerne auf dem Campingplatz duschen. So, das heißt, Frischwasser, Volumen, was habt ihr hier drin? 350 Liter. Doch, 350 Liter. Gut, hier gingen ja auch mal, wie viele Personen gingen hier rein? Eben, 42 mit 42 und die Schweizer haben ja alle so um die 100 Kilo und dann wären das 4,2 Tonnen. Ich finde jetzt ein bisschen übertrieben. Das war ein Scherz. Ich wollte nur... Nein, aber ist ja so, dass das gute Essen, ich habe also auch mit Leuten gesprochen, weil Nudeln plus Butter plus Käse, Hat den Cholesterinspiegel hoch. genau, aber die haben mir dann gesagt, wir essen ja auch nicht so viel. Das ist eher so kleine Portionen. Ja, natürlich, wir essen unsere Kalorien, die wir zuführen dürfen und nicht mehr. Genau so ist es. Spülen und Abort, Deckel schließen. Stark. Also ich finde den Wagen, der ist natürlich, der hat jetzt Patina, das heißt, ihr habt den immer wieder den Stand der Technik angepasst. Ja, nicht extrem. Schon, wir haben dann irgendwann mal LED eingebaut. Wir hatten früher normale Glühbirnen, Glühlampen und haben jetzt LEDs eingebaut und USB-Stecker, weil mit dem Zeitalter der Handys und Tablets braucht man dies. So, hier sind Fotos, so sah er mal aus, nehme ich an. Ungefähr, ja. Genau, Ungefähr haben wir so. den gekauft. Ziemlich kaputt, oder? Ja, Ziemlich kaputt, ja, das ist so. Da waren Löcher in der Karosserie und ja, man Ganze sieht es hier auf linke. diesem Bild. Auf der einen Seite waren keine Scheiben mehr drin. Da mussten wir diese Hand anfertigen lassen. Ist auch schön warm hier drin, das mag ich. Ja, ich auch. Das heißt, also jetzt ist ja heiß, aber das heißt auch in der Übergangszeit, die Sonne, wenn sie da mal scheint, die schafft die ja wohlige Wärme. Das ist so. Und wenn es nicht reicht, dann öffne ich die Vorhänge oben und dann haben wir direkt Solaranlage. Genau. So, das heißt, ihr braucht kein warmes Wasser, ihr müsst nur... So, und das ist die Schlafkammer? Das ist so. Genau. So, ihr habt Etagenbetten. Ja, also früher nicht. Wir hatten ursprünglich nur das Ehebett. Und dann irgendwann war Nachwuchs angesagt und dann mussten wir uns etwas einfallen lassen und haben dann ein Querbeet eingebaut. Irgendwann kam dann das zweite Kind, dann haben wir so... Ach so, die Köpfe sind hier. So, ich habe schon gedacht, die wären hier drunter. So, dann, nein. Da sind die Füße drin. So, und wer ist denn derjenige, der nachts immer raus muss? Ich? Du. Das heißt, du schläfst vorne. Genau. Okay, das ist nämlich hier bei so einem guten französischen Bett, was man hier eingebaut hat.
immer eine Herausforderung. Und hier hat man 2 Bärchen, die haben sich lieb hier oben. Natürlich, wie wir. Ihr streitet nie, oder? Nie. So, hier ist der Kleiderschrank nochmal drin. Dann gucke ich mal gerade, wie dick der ist. Ist da noch irgendwas drin? Nee, ist nur eine Wand. Genau. Jetzt sind wir durch. Das ist Ja. stark. Komm, wir gehen noch mal kurz raus, machen Abmoderation. Denn das Auto hier, die Länge nochmal vom Auto, 9 Meter, was hat er? Original 9,30 Meter mit dem Skiträger und Mofa und so ca. 11 Meter. 11 Meter. Gut, das ist natürlich stark, dass diese Haube vorne, auf der einen Seite ist es natürlich ein Platzverlust, auf der anderen Seite ist es an Schönheit nicht mehr zu überbieten. Und auch relativ schön, um Servicearbeiten zu machen. Also einfach zu bedienen. Relativ zugänglich, ja. Die Leute hier nebenan, die kennt ihr gut, oder? Ja, das sind unsere Kollegen. Ich habe nämlich gesehen, dass deine Frau mal eben hier den Karabinerhaken festgemacht hat, ja. Ja, richtig, um die Markise abzuspannen. So, auch das Auto hier sieht fast aus wie so ein Triebwagen von der Bahn, so ein bisschen. Ja, das war halt Ein auch Stadtbus ein in Luzern. Stadtbus. Ja. Ein Stadtbus. Stark. Ja, wenn ihr die mal fragen könntet, dann machen wir gleich das nächste Video von, denn man muss sowas mal zeigen. Ich bedanke mich erstmal Ja. für euch. Wenn du mal gerade mit dazu kommst, einmal ganz kurz. Geht auch ganz schnell. Ich weiß, du magst das. Sie macht ein unglaublich begeistertes Gesicht. Es ist ja, dass wir einmal ein Familienfoto komplett haben. Und ich guck mal gerade, wenn du die Haube mal gerade schließt, sei mal so lieb, dass wir den noch einmal komplett haben. Das wird das Startfoto im Saurer. So, die Bezeichnung von dem noch mal ganz genau. Die Bezeichnung dieses Fahrzeugs ist Saurer L4C. L4C. L4C, jawohl. Gut, so, dann einmal bitte zusammen. Ja, wie viele Kinder habt ihr? 2 Töchter. 2 Töchter. Ich habe auch 2 Töchter. Herzlichen Glückwunsch. So, und da ist er. Heute am 20. August 2021. Der Saurer L4C. L4C. Baujahr 1965 in, oh Gott, jetzt habe ich den Ort vergessen. Interlaken sind wir. Ja, Ja. richtig. In Interlaken im Kanton Bern. Danke. Tschüss. Tschüss.